ich bin zurück. Liebe Peach Army, in diesem Video wird Klartext geredet. Ihr werdet Neuheiten erfahren und im Zuge dessen kann ich euch tatsächlich freudig verkünden, ich bin zurück. Viele von euch werden jetzt so sein, hä? Was redet die Alte? Ja, okay, sie war in Amerika, sie war in Sri Lanka, aber was jetzt? Ja, I am back und es geht generell mir ganz persönlich um mehr Realität in dieser Social-Media-Welt. Das heißt nicht, dass ich nicht ehrlich zu euch bin, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Vieles und das meiste auf Social Media, YouTube und so weiter ist natürlich immer das Positive, die Zuckerseiten des Lebens. So ist es aber nicht wirklich und ich sage euch jetzt ganz ehrlich in diesem Video, dass der Tod meines Hundes, mittlerweile fast schon 1,5 Jahre her, mich wirklich aus der Bahn geworfen hat. Gleich mal vorweg, das Video hier ist nicht für Mitleid, sondern um einfach mehr Klartext zu reden. Und ja, ich war einfach wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Ich spreche jetzt nicht von Depression, von irgendwas Dramatischem, sondern einfach, dass mir das sehr nahe ging und wirklich ein großes Loch hier gerissen hat und sehr viel Leere hinterlassen hat. Viele von euch werden jetzt sagen, ja, ist ja nur ein Haustier. Viele von euch werden es aber verstehen, dass so ein Hund oder ein Haustier einfach ein Wegbegleiter ist, ein Lebensbegleiter, ein Familienmitglied, welches einem teilweise näher steht als irgendeine Tante oder ein Onkel und demnach hat das auch sehr viel Einfluss auf einen und gewisse Dinge brauchen einfach Zeit und ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber ja, ich mag es nicht traurig zu sein. Ich hasse es zu weinen. Aber es war ein Prozess, der zu dieser Tatsache und dadurch, dass Rosie nicht mehr bei mir ist, auf jeden Fall dazugehört hat. Es war und ist nach wie vor nicht abgeschlossen, aber ich würde jetzt wirklich behaupten, dass seit Anfang des Jahres ich einfach wieder ich bin. Ich bin happy, ich bin glücklich, ich bin lustig, ich bin die unbeschwerte Nina oder Peaches, die ihr kennt und das war eben lange nicht der Fall. Viele von euch werden das gar nicht so mitbekommen haben, manche vielleicht schon und ich glaube, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Die Frage ist halt immer, wie geht man damit um? Und ich spreche das jetzt einfach explizit an, weil ich wirklich oft von euch die Frage bekomme, hey Nina, wie kannst du immer so positiv sein und so gut drauf sein? Ja, ich würde mal sagen, ich bin wirklich ein positiver Mensch, beziehungsweise ich bin es mittlerweile und war es nicht immer. Nächste Katze aus dem Sack. Ich war wirklich mal ein richtig scheiß negativer Mensch. Aber so vieles ist immer Kopfsache und wie man mit gewissen Dingen umgeht. Und ja, Beispiel Rosie, ich war immer so, ich bin so traurig, ich vermisse sie so, sie fehlt mir so, statt dass ich einfach andersrum denke und mir denke, hey, endlich geht's ihr gut. Sie hat keine Schmerzen mehr. Ich lasse das jetzt auch absichtlich hier im Video. Ihr seht, mir fällt das Ganze noch immer schwer, aber das ist einfach menschlich und ganz normal. Und auch wenn es viele vielleicht jetzt scheiße finden würden, vielleicht hilft es dem einen oder der anderen und dann war es das Video schon wieder wert. Gleich mal nochmal vorweg, ich mache dieses Video nicht, um irgendwie Mitleid zu bekommen, sondern einfach, ja, mehr Realität, mehr wie die Dinge einfach so sind. Gewisse Dinge brauchen einfach Zeit, die Zeit muss man sich geben. Es ist auch okay, es ist völlig okay, wenn man traurig ist. Es ist auch mal okay, wenn man sich selbst bemitleidet. Ich finde, ein heißer Tipp dazu ist, dass man, Beispiel,
euch geht's richtig mies. Nehmt euch eine Stunde Zeit. Stellt euch einen Timer, nehmt euch eine Stunde Zeit und bemitleidet euch. Heult, lasst die ganze Scheiße raus. Und nach dieser Stunde macht ihr die Tür zu und geht raus und switcht euer Mindset. Ohne Scheiß, Leute, das klingt richtig doof, aber das hilft. Und im Zuge dessen kommt gleich mal was Neues. Und zwar ist das eigentlich tatsächlich jetzt gerade eben die erste Folge einer Peach Army Mini-Episode. Ich habe die Idee, in Zukunft, nicht regelmäßig, aber je nachdem, was für Themen aufkommen, wie sehr ich Zeit habe, wie sehr ich motiviert bin, zwischendurch immer mal Mini-Episoden hochzuladen. Und die kommen entweder extra am Mittwoch oder Donnerstagabend, ihr könnt mir gleich mal schreiben, was ihr dazu sagt. Oder auch zwischendurch mal statt einem normalen Video an einem Samstag einfach mal ein bisschen was anderes, das Bereden von gewissen Themen, wo ich mich versuche, ich weiß nicht, ob das heute funktioniert, mich kurz zu halten. Ihr könnt mir alle Themen hier mal schreiben. Ich glaube, das fängt an mit, hey, was packe ich ein in meinen Rucksack, wenn ich biken gehe? Welche Musik höre ich beim Biken? Was über meine Uhr? Ernährung, Sport abseits vom Biken, frauenspezifische Dinge, alles. Also Wünsche, Ideen, Anregungen, alles in die Kommentare und yes. In diesem Sinne würde ich eigentlich fast mal sagen, das war's. Leute, die Message von dem ganzen Video ist einfach so, hey, ich bin zurück, voller Tatendrang, unbeschwert wie sonst auch, so wie ihr mich eigentlich kennt. Und das ist schön und das wollte ich mit euch teilen. Und demnach, Leute, danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch und bis dahin, haut's rein.